Alte Kobi-Bauernregeln. Hol dir die Marder ins Haus, dann gehen beim Auto draußen die Lichter nicht aus. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, ich habe euch eben gerade 3 Marder gezeigt. Wir bauen heute einen aus dem Hause Kobi, den aktuellsten. Ich möchte euch das Set 2282 vorstellen aus der Historical Collection aus 2023. Den Marder 3 in der Ausführung M. Freunde, kommt mit mir auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Frisch auf meinem Bautisch gewieselt, gemadert, der Marder 3 in der Ausführung M im Maßstab 1:35. Das Kobi-Set 2282 aus der Historical Collection World War II. 367 Steinchen schwer mit einer Minifigur. Unseren Panzerjäger bzw. die Zwischenlösung, bis später andere Fahrzeuge kamen. Darauf gehen wir aber später ein. Wir sehen hier eine ängstlich dreinschauende Minifigur. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir hier Originalfotos vom Marder 3 in der Ausführung M. Wir sehen hier einen Hinweis auf die Luger, die berühmte P08. Und wir sehen hier Fakten, die bekommt ihr aber gleich. Das ganze Fahrzeug wird 15 cm lang und 10 cm hoch. Wir können den Innenraum aufklappen und können natürlich die Hauptbewaffnung bewegen. Schöner, kompakter Karton, schönes Format bei Kobi. Dementsprechend auch hier klein die Drucke. Schauen wir uns aber, ob vielleicht in diesem kleinen Karton sich große Steine verbergen. Wir müssen aber dafür den Marder einmal fliegen lassen. Ja Freunde, da haben wir die 12 Bautüten bzw. Tüten voller toller Kobi-Steine auf dem Bautisch. Eine davon traditionell bei einem Kettenfahrzeug voller Kettenglieder. Und natürlich unsere Bauanleitung hier im DIN A5 Format C6, klammergebunden. Diese Anleitung wurde hergestellt in der EU, genau wie das ganze Set, und wir haben hier nur Prints drin, keine Sticker. Wir sehen auf der Rückseite schon, wir haben hier wieder eine Karte zum Ausschneiden aus der Anleitung für Kobis Tabletop Game. Finde ich nicht gut und ich glaube, Kobi hat das auch mittlerweile eingestellt bei neueren Sets. Wir schauen uns die Anleitung an. Wir haben ja hier keine große Bauabschnittstüte, sondern viele kleine. Die reißen wir also auf, machen unsere Häufchen, packen das in Schälchen, Gläser, wie auch immer, wie ihr euer System habt. Ich habe so ein kleines Haufensystem. Wir bauen drauf los mit den Steinen, die wir brauchen. Die sehen wir immer hier in diesen Rechtecken. Pfeile weisen uns den Weg. Der erste Bauschritt ist farblich, der zweite ist auch farblich, aber der erste ist dann schon ausgegraut und so geht es dann weiter. Wir haben kleine Anleitungen, also Legenden mit Pfeilen, die sich auch mal drehen. Und hier sehen wir sie, wie wir zum Beispiel die Länge der Fliesen, die wir brauchen, einschätzen können. Hier eine einmal Zweier, da eine einmal Vierer. Da können wir anlegen und wissen genau, was wir brauchen. Fertig sind wir dann mit dem Bauschritt 50. Hier, denn Kobi-Bauanleitungen haben keine Seitenzahlen, sondern nur Bauschritte. Also mit der 50 sind wir fertig mit unserem Marder. Dann haben wir noch eine kleine Teileübersicht auf den letzten Seiten und die Bauanleitung für unsere Minifigur. Und dann gibt es Werbung. Das Fahrzeug habe ich euch schon vorgestellt, findet ihr oben auf dem i auf meiner Kobi-Playlist. Freunde, jetzt lade ich euch ein zu meinen Fakten während des Speedbuilds. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen und mir wünsche ich viel Spaß beim Klemmen. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über eines der interessantesten Fahrzeuge des Zweiten Weltkriegs. Genauer, wir sprechen heute über den Marder 3 in der Ausführung M. Der Marder 3, offiziell als Panzerjäger 38T für 7,5 cm Panzerabwehrkanone 40-3 Ausführung M bezeichnet, war Teil einer Serie von Panzerjägern, die von Deutschland während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurden. Der Marder 3 in der Ausführung M, der im Mai 1943 eingeführt wurde, war eine Weiterentwicklung der früheren Marder-Modelle und basiert auf dem tschechischen und später von der deutschen Wehrmacht genutzten Panzer 38T. Das T steht für die Herkunft für die Tschechei. Diese Fahrzeuge waren eine Antwort auf die wachsende Bedrohung durch sowjetische Panzer.
Der Marder 3 in der Ausführung M war mit einer leistungsstarken 7,5 cm Pak 40-3 Panzerabwehrkanone ausgestattet, die ihm ermöglichte, die meisten sowjetischen Panzer aus großer Entfernung zu bekämpfen. Er hatte eine Besatzung von 4 Personen und war mit einem 7,92 mm MG37T Maschinengewehr für die Infanterieabwehr ausgerüstet. Mit einem Gewicht von etwa 10,6 Tonnen erreichte der Marder 3 eine Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h und hatte eine Reichweite von roundabout 190 Kilometer. Der Marder 3 wurde hauptsächlich an der Ostfront eingesetzt, wo er gegen die zunehmend stärkeren sowjetischen Panzerkräfte kämpfte. Er war besonders effektiv in der Verteidigung, da er aus Hinterhalten angreifen und sich dann schnell zurückziehen konnte. Trotz seiner schwachen Panzerung, die ihn anfällig für feindliches Feuer machte, galt der Marder 3 als erfolgreich in seiner Rolle als Panzerjäger. Gerade der offene Kampfraum nach oben war hier gefährlich, gerade bei Splitterwirkung. Zwischen 1943 und 1944 wurden insgesamt etwa 942 Einheiten des Marder 3 in der Ausführung M produziert. Diese Zahl verdeutlicht die Bedeutung, die von diesem Fahrzeug im Rahmen der deutschen Kriegsanstrengungen beigemessen wurde. Nachdem sie aus der Produktion genommen wurden, dienten viele Marder 3 weiterhin bis zum Kriegsende. Nach Auslaufen der Produktion der Marder 3 Versionen wurde auf den Jagdpanzer 38T umgestellt, der, wie gerade man schon hört, das gleiche Fahrgestell nutzte wie der ursprüngliche Panzer aus der Tschechei. Wir kennen das Fahrzeug heute alle unter den Suggestivnamen Hetzer. Der Marder 3 in der Ausführung M war ein Schlüsselelement der deutschen Panzerabwehrstrategie während des Zweiten Weltkriegs. Trotz seiner Schwächen wie der leichten Panzerung bewies er seine Effektivität gegen sowjetische Panzer. Seine Geschichte ist ein faszinierendes Kapitel in der Militärgeschichte und bleibt ein Beispiel für die Ingenieurskunst in Kriegszeiten. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zum Marder 3 in der Ausführung M. Es gibt ja noch weitere Marder-Versionen von Kobi, die werde ich euch hier auch alle noch vorstellen, da freue ich mich drauf und vielleicht können wir dann alle 3 Fahrzeuge einmal miteinander vergleichen. Heute sprechen wir aber ausschließlich über den Marder 3 in der Ausführung M, den neuesten Marder aus dem Hause Kobi. Freunde, viel Spaß jetzt beim Review des Kobi-Sets 2282. Ja, Freunde, nach einer Stunde Bauzeit steht er da, unser Marder 3 in der Ausführung M aus dem Hause Kobi, die 2282, 367 Steinchen und eine Minifigur. Und wenn es bei Kobi so etwas geben würde wie einen Snack aus Klemmbaustein, dann wäre das eben dieser. Dieses Set snackt man wirklich ganz schnell weg. Ich habe es euch gerade gesagt, eine Stunde und man hat Spaß dabei. Ein schönes kleines Set, das auch ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugfamilie, ich habe euch alle 3 von Kobi hier mal auf den Bautisch gestellt, zeigt, die man so nicht auf dem Schirm hat, wenn man immer nur an die großen Raubkatzen und nicht wie hier an die Nagetiere denkt im Dienste der Wehrmacht. Natürlich werde ich euch hier die 3050, den Marder 3 und auch da den Marder 3 in der Ausführung H, die 2381 auch noch vorstellen und dann werden wir diese mal alle auch hier mit der 2282, die ich heute gebaut habe, vergleichen. Gucken wir aber erstmal das Übliche, hier typisch Blockstar Review, Kobi, wir schauen, wie viele Steine haben wir über und wir sehen, wir haben hier 5 an der Zahl über, einen Kettenglied, einen Haken, 6 sogar, einmal Einser, eine Plate, einen Bolzen, ein Maschinengewehr und ein Stab oder eine Antenne oder was auch immer haben wir hier über. Also das Übliche, was Kobi hier für uns über hat an Steinchen. Wir haben einen schönen Slope bedruckt. Hier 1x4 lang mit dem Namen unseres Sets Marder 3 Ausführung M. Wichtig dabei, eine Minifigur. Wäre auch schade, wenn wir bei diesem Set keine dabei gehabt hätten. Ich werde euch die Figur natürlich wieder in groß rechts daneben Original zeigen. Hier, der Herr sieht sehr ängstlich aus. Wir haben aber schöne Drucke an der Uniform. Wir haben halt hier diese Bluse. Wir haben halt auch schön diese rosa Litzen, diese Umrandung. Und auch oben am Schiffchen haben wir an der Kokarde das rosa bzw. rot
Das gefällt mir richtig gut. Ich versuche es ein bisschen näher ranzuzoomen. Da haben wir es. Und ein EK oder ein Abzeichen hat er auch. Ne, wir sehen das EK, da sehen wir es mit dem schönen, ja, schön, aber mit dem Kreuz auf jeden Fall. Wir haben ein Dienstglas, wir haben eine Luger, eine P08 und wir haben schwarze Schüchen hier und ein Funkgerät. Und von hinten sogar auch den Gürtel, die Koppel vielmehr komplett drumherum und wir sehen sogar hier ein bisschen Streifen in der Bluse. Also alles ziemlich cool. Ich finde auch den Gesichtsausdruck relativ okay, denn Krieg ist ja nun mal kein Spaziergang, deswegen passt das hier auch. Wichtig aber natürlich hier unser Hauptobjekt, unser Marder, der, und ich packe mal die Anleitung zur Seite, die Anleitung war jetzt wirklich nicht kompliziert, deswegen gehe ich auch gar nicht drauf ein. Der Marder fährt leider nicht so gut. Ihr seht es hier, mein Bautisch ist eh nicht so gut fürs Fahren, aber ja, man muss hier so ein bisschen, also es geht nicht gut. Ich habe beim Zusammenbauen, man sieht es im Speedbit vielleicht, mich schon darüber gewundert, dass ein paar Räder hier laufen wie auf Butter und ein paar überhaupt nicht. Also überhaupt nicht ist es nicht richtig, aber laufen sehr schwer, weil ihr seht ja hier, es geht. Also, naja, das hier zum Beispiel, das läuft nicht so leicht wie das hier. Also da seht ihr es vielleicht hier, da ticke ich es an, es läuft von alleine. Und das hier, ja, da müsste man noch mal mit einer Fettpresse ran. Sonst aber eine schöne Bauform. Es hat echt Spaß gemacht zu bauen, weil es halt mal was anderes ist. Hier das Gleiche. Und dieses Fahrzeug hat ja auch immer so ein bisschen was von Hecklastigkeit. Das sieht man ja einfach aufgrund auch der Aufbauten. Von unten schön gebaut, wieder mit den schönen dünnen Plates von Kobi. Dann normale Plate-Geschichte mit den Achsen. Dann Baurichtungsumkehr mit Brackets und die Slopes an den Seiten hoch, beziehungsweise hier dann so schräg hoch. Toll ist bei so einem kleinen Set viele Drucke, die Luken hier, da auch Luken angedeutet, überall, die Nieten hier an der seitlichen Verpanzerung, nenne ich sie mal, an der schrägen Panzerung. Wir haben hier die 112, keine Feuerwehr, wobei sie wahrscheinlich oft auch als Feuerwehr eingesetzt wurde. Und da drüben auch, sowie dann natürlich das Balkenkreuz. Und von hinten haben wir die Abgasanlage und die Klappe für den Kampfraum. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Da haben wir den Kampfraum, der ein bisschen trist daherkommt. Ne? Kein richtiger Verschluss, kein Rad zum Drehen, aber ich denke mal, das ist einfach auch dem Maßstab geschuldet. Schön dann aber wiederum hier Antenne, Bügel und das MG zur Verteidigung sowie die Antenne. Was mir nicht gefällt, schön auch hier wieder Kasten und Spaten. Was mir nicht gefällt, ist so ein bisschen die Rohraufhängung, die so ein bisschen schräg wirkt. Wenn ihr mal guckt, das Rohr geht schräg nach oben. Für einen Panzerjäger ein bisschen blöd. Das ist aber der Technik geschuldet. Hier mit der C-Clamp auf dem 1x1er mit den Bolzen hinten. Hier in der Mitte unten. Deswegen kann diese Kanone gar nicht ganz gerade sein. Trotzdem cool, dass wir sie ja hier nach oben bewegen können, also Steilfeuer, wenn es Artillerie wäre okay, aber wir haben ja hier eigentlich ja, Panzerabwehr, deswegen ist es ein bisschen blöd, wenn wir hier das Rohr jetzt nicht so drehen können. Gut, es war eingeschränkt, aber ja, ich fände es halt, so sieht es wieder einigermaßen gerade aus. Wenn ich es auf den Tisch stelle, sieht es wieder so ein bisschen aus, als wenn das Rohr nach oben geht. Das ist das einzige Manko, was ich habe, weil ich denke mal, es gab gerade bei diesem Fahrzeug auch direktes Richten, direktes Feuern. Sonst gibt es hier wirklich nicht viel daran auszusetzen. Ich finde auch die Ketten hier vorne gut. Also viele kleine Details und cool, dass Kobi hier seine die Panzerfamilie, die Fahrzeugfamilie Marder so ein bisschen abgeschlossen hat. Ist ja immer so ein bisschen hässliches Entlein, zeigt, und das habe ich auch versucht in den Fakten euch rüberzubringen, wie die deutsche Panzerentwicklung da reagiert hat. Wenn es Bedarf gab, hat man halt, jetzt übertreibe ich ein bisschen, wirklich etwas zusammengeschustert, etwas zusammengepackt, was schon da war. Die Deutschen, gerade im Zweiten Weltkrieg oder ja, vielleicht kann man es auch allgemein sagen, ist ja ein Volk, wir sind ja eine Nation von guten Improvisateuren und gerade halt hier im Krieg in der Panzertechnik war das dann natürlich wichtig. Gerade noch eher hier bei dem Fahrzeug und vielleicht auch bei dem. Ja, aber auf jeden Fall hat das Fahrzeug zu bauen hier Spaß gemacht, weil wir haben halt auch wieder viele ja, typische Sachen, die Kobi ausmacht. Wir haben hier Slopes, schöne schräge Slopes, schöne Wedges meine ich hier übereinander gesetzt. Wir haben diese dünnen Fliesen. Wir haben mit den Brackets so eine Art Baurichtungsumkehr und ja, diese halben Steine, die wir sonst bei anderen Klemmbausteinherstellern nicht so kennen, das macht es auch wieder aus, das macht Spaß. Und auch hier diese neuen Dreiecks,
Steine, die wir ja von den Düsenjägern kennen und jetzt auch immer mehr bei den Panzern Einzug halten. Und diese halben Steine meine ich hier, ne, die wir hier, wo immer so ein bisschen ein Drittel fehlt. Also da ist Kobi auf einem richtig coolen Weg. Das macht für mich die Faszination Kobi aus. Ja, der Bau war eine Stunde, dann will ich hier auch das Review nicht länger machen, als es ist. Ihr bekommt gleich nochmal ein paar Detailbilder in Bewegtform. Dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle ein paar Detailbilder, diesmal in 360 Grad Rundumsicht, denn ich kann euch ja hier keinen Motorraum zeigen, den hat Kobi ja nicht verbaut. Ich muss sagen, ich bin Fan dieser 38T-Fahrwerke und deswegen habe ich mich besonders auf dieses Set gefreut und auch natürlich auf das Set. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, 2284 Battle of Arras von 1940, wo wir ja auch einen Panzer 38T haben im Maßstab 1:35. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Panzer 35T und auch noch die anderen Fahrzeuge, wobei Hetzer und Co. hatten wir ja schon. Ich kann euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Mein Opa hat immer gesagt, dass Deutschland damals die Tschechei sich ins Reich geholt hat wegen Skoda. Halt wegen dieser Fahrzeugfabrik. Und wenn man so ein bisschen guckt, die Geschichte, wie lange diese Fahrzeuge dann im Dienst waren oder am Ende sogar noch genutzt wurden, kann man da schon ein bisschen dran denken oder glauben, was mein Opa damals gesagt hat. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als eure Vertragswerkstatt in euren Pkw eine Marderabwehranlage einbauen kann. Marder sind übrigens ziemlich süße Tiere eigentlich. Und süß ist das Stichwort. Dieses Set ist auch ziemlich klein, kompakt und süß. Ich habe es euch gesagt, wenn Kobi Snacks herstellen würde, das wäre was zum schnellen Wegknuspern. Das wäre ein Kandidat für jeden Kobi Snack Automat. Natürlich müsste der Preis angepasst werden. Und Freunde, das ist auch das Stichwort. Das Ding muss bei euch sehr beliebt gewesen sein, denn in allen Shops, wo ich damals geguckt habe, war dieser Marder schnell ausverkauft. Außer bei Kobi selber. Aber damals hatte Kobi noch nicht diese 75 € Geschichte mit den Versandkosten, dass die gestrichen werden, wenn man über 75 € rüberkommt. Deswegen war das damals keine Option für mich. Aber meine Quellen von Kobi findet ihr eh unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da seid und da eh mal nachguckt, dann lasst doch gerne einen Kommentar zu diesem Set da. Ist das was für euch? Ist es zu speziell? Würdet ihr euch lieber einen anderen der Marder wünschen? Schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen da, damit ich weiß, wie euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr eh schon mal dabei seid, diesen ganzen Kram zu machen, schaut euch ruhig mal die Kanalmitgliedschaft an und ganz wichtig, über 3/4 von euch da draußen haben meinen Kanal nicht abonniert. Es wäre schön, wenn ihr auf den Abo-Button klickt, denn es wäre doch cool, wenn wir uns öfter wiedersehen. Und damit ihr das nicht vergesst, drückt bitte auch noch auf die Glocke. Erstens sind Glocken coole Instrumente und zweitens verpasst ihr dann wirklich kein Video mehr von mir, denn ihr werdet erinnert. So wie sonntags morgens, dass ihr eigentlich zur Kirche gehen sollt. Kleiner Spaß. Freunde, in diesem Sinne, wie immer beim Fahrzeug, wünsche ich euch eine gute Fahrt, hoffentlich keinen Marderschaden. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.